In this video, I'm going to show you how my daughter who has autism, ASD, went from eating this to eating this. Because picky eating very often is not about the food. And so the question that we're asking ourselves, what will my child eat, is perhaps not the right question. We need to be asking questions like, why is my child choosing these foods? When is my child eating? Even how is my child eating? Because food refusal is very often a red flag, and it's a signal that there's a deeper issue at hand. And when you can address those deeper issues, very often you'll see different results. And I'm so happy, I feel so blessed that I can take my kids all out to a restaurant. 2 of my kids are on the spectrum, and my other child is highly sensitive, but I can take them out to a restaurant and my kids will polish off their food. So this video is the one that I'm probably the most passionate about. As a mom, as the one who cooks the food, it's caused the most stress in my household. From the age of 1, my daughter, who was not diagnosed until 6 years old, was an extremely fussy eater. And for me as a mom, I force-fed my daughter. I did. Because I noticed that she wouldn't even try foods, that the sheer sight of a new food in front of her would create an extreme fear and panic in her. Here, for example, is a picture of the yearly birthday cakes I made for my daughter. Beautiful, aren't they? But even though she helped me make a few of those cakes, she didn't even have a lick. Research shows that between 70 and 90% of kids on the spectrum are extremely picky eaters. It is one of the signs, one of the symptoms of a child that has ASD, or maybe even just a child that is hypersensitive, that has some sort of tactile dysfunction. But the fact that your child isn't eating many foods is a symptom often pointing to a deeper issue. So we need to be the detectives in our child's behavior. So I'd like to highlight some possible problems. Das erste große Problem ist die Sättigkeit, also das Sättigungsgefühl. Dies ist möglicherweise das große Problem im Zusammenhang mit wählerischem Essen. Weil ich kann das gut verstehen als Mama. Wir möchten nicht, dass unsere Kinder hungrig sind, so wir geben unsere Kinder dann Snacks zwischen die Mahlzeiten und dann, die laufen herum mit Chipspackungen, Gummibärchen, Saft, Milchfläschchen. Und dann, wenn es kommt zu Mahlzeiten, die möchten nicht am Tisch sitzen und die haben keine Lust, dann zu essen, was auf ihrem Teller liegt. Der nächste Punkt ist die sensorische Überlastung. Zwischen 70 und 90% wählerischer Esser sind Autismuskinder. Und dann gibt es noch die hochsensible Kinder. Und es macht dann viel aus mit diesen Kindern, weil die kann Geräusche nicht für immer filtern. Und dann, wenn die Fernseher läuft und dann Geschwister schreien, der Hund bellt, überall Spielzeug liegt herum mit Geräuschen und ihr Kind riecht dann Fisch an den Herd und dann ist es kein Wunder, dass die sind völlig überfordert. Sensation ist ein weiteres Thema, denn viele Kinder haben eine sensorische Verarbeitungsstörung. Die sind überempfindlich und es ist zu detailliert hier zu behandeln, aber letztendlich sind diese Kinder extrem empfindlich gegenüber Berührung, Geschmack und Textur. Und obwohl ich 2 Kinder auf dem Spektrum habe, meine Tochter ist hypersensibel und mein Sohn hyposensibel. Also meine Tochter reagiert sehr empfindlich auf Texturen, Geruch und wie es schmeckt und will nicht das Essen gegenseitig berühren. Die muss separat auf dem Tisch liegen. Aber mein Sohn, er matscht alles zusammen, er ist nicht empfindlich, er stopft das Essen in sein Backen und hat kein Problem, wenn alles muscht zusammen und es schaumt alles mit Sauce. Er ist eigentlich nicht wählerisch, aber er
ist fixiert auf bestimmte Dinge, zum Beispiel Farbe und Essen. Er liebt Erdbeergeschmack. Und so dann sein Smoothies muss Erdbeersmoothies sein. Joghurt und Eis. Alles mit Erdbeergeschmack und so Schokolade ist raus. Mit meiner Tochter die Frage, warum sie bestimmte Lebensmittel isst und andere nicht, hat mich dazu gebracht, zu untersuchen, was sie isst. Und ich habe die Folgendes herausgefunden. Hier ist ein Diagramm Vakuum, weil sie ist kein matschiger, klebriger Essen. Das kommt nicht in Frage. Und in diesem Fall geht es also nicht in erster Linie um den Geschmack, sondern um die Textur. Und das hat mich wirklich geholfen, nur Lebensmittel mit ähnlicher Textur zu vorbereiten, zu kochen. Die Reizüberflutung erwähnt. Daher fühlen sich diese Kinder oft schon überfordert. Aber man sollte auch bedenken, wie gut die Essensumgebung vorbereitet ist. Unsere Kinder essen dann oft unterwegs, ohne viel Routine. Und dahin kommt unser Stress und die spüren diesen Stress. Und das ist dann auch eine Schwierigkeit für diese Kinder. Und dann kommen Skills. Und genauso wie ihr Kind Fähigkeiten entwickelt müsste, von Krabbel zum Laufen zu kommen, brauchen sie auch Fähigkeiten, um von Milch zum Brei zu kommen und dann zu lernen, wie man kaut, die Nahrung mit der Zunge bewegt und schluckt. Durch das extrem wählerische Essen sind die Muskeln in ihren Käfen und Zungen sind nicht ausreichend entwickelt und gestärkt. Und ich bin kein Expertin auf diesem Gebiet, aber die Logopädin meiner Kinder hat mit mir darüber gesprochen und mir erklärt, wie sich dies auf diese Sprachentwicklung auswirkt. Und deshalb arbeitet sie mit meinen Kindern an der Stärkung dieses Bereichs. Und dieses ABA-Verhaltenstherapie könnte auch eine Überlegung sein bei den Verhaltensweisen, wie sich an den Tisch zu setzen und dann zu essen in kleine Schritte unterteilt werden. Kleine, erlernbare Verhaltensweisen. Tisch zu setzen und dann zu essen in kleine Schritte unterteilt werden. Kleine, erlernbare Verhaltensweisen. Ich empfehle dann 2 Bücher, die sind sehr hilfreich. Die haben großartige Ressourcen in diesem Bereich. Das heißt erstmal Turn Autism Around und dann Broccoli Bootcamp. Jetzt gibt es einige Strategien für wählerische Esser. Systematische Berührung. Die Forschung zeigt, dass Kinder mehrmals mit neuen Lebensmitteln konfrontiert werden müssen, bevor sie das Essen mögen oder akzeptieren. Im Falle von Autismus, die muss dann 10 bis 15 Mal mit dem Essen konfrontiert werden. Wie oft geben wir schon nach 3 Versuchen auf? Ich habe das bei meiner Tochter und bei meinen Jungs auch immer wieder erlebt. Audrey kann das Essen riechen, anfassen, ablecken und mir sofort sagen, dass sie es nicht mag. In Wirklichkeit sagt sie, dieser Geschmack und die Textur ist mir fremd. Und es dauert in der Regel etwa 15 Mal, bis sie das Essen isst, ohne sich zu beschweren oder Angst zu haben. Berücksichtigen Sie Dinge wie Textur oder das Essen schmackhafter zu machen. Wenn wir hungrig sind, schmecken den ersten Bissen am besten. Also versuchen Sie Ihrem Kind zuerst die gesünderen Optionen zu anbieten. Sie können sogar einen Teller mit Obst oder Gemüse bereitstellen und Ihre Kinder sagen, hey, du kannst jetzt entscheiden, was du möchtest. Nimm ein Stück zu probieren. Diese Idee, deinen Kindern etwas die Kontrolle zu geben, nimmt oft einen Teil von den Stress ab. Sie können dann sogar dazu bringen,
mit ihn zu kochen oder vorbereiten. Und was es macht, ist es entmystifizieren dieses Essen, dass die aus die erste Hand sehen kann, wie es geschnitten, gekocht und präsentiert wird. Unterstützung und Belohnung. Es ist wichtig, den Raum zu vorbereiten, dass es eine ruhige, positive Umgebung bietet. Ich weiß, es ist manchmal hektisch mit Essenvorbereitung, aber versucht es und auch als Familie am Tisch zu sitzen, anwesend zu sein, damit ihr Kind das Essen und der Tischmanieren beobachten kann und nachmachen kann. Versuchen, ruhig und ermutigend zu sein und ihr Kind zu bestärken, vielleicht mit einer Sternentabelle, und wenn dein Kind kriegt 10 Sterne, dann bekommt dein Kind vielleicht ein Spielzeug oder eine Belohnung, oder du kannst auch sagen, hey, du bekommst ein Pudding oder ein Eis, wenn du genug gegessen hast. Denk auch an Besteck. Manche Besteck, Metallbesteck kann sehr laut sein, oder vielleicht ein Teller mit verschiedenen Fächern, weil viele Kinder möchten nicht, dass das Essen berührt, die möchten das Essen getrennt haben. Kann auch Besteck überprüfen, weil oft dann Metallbesteck ist dann zu laut für manche Kinder, weil wir möchten die Tisch, dieses Ort, die Umgebung wirklich verstärken. Das ist eine positive Umgebung für diese Kinder. Nicht nur ein Platz, wo die dann Stress oder diesen Druck spüren kann. Wir möchten, dass es angenehm und ein positiver Bereich für diese Kinder. Geregelte Mahlzeiten sind sehr wichtig, besonders für Puzzlekinder, weil die brauchen Routinen, und das nimmt einen Teil der Angst oder Stress dann weg, und sie können einige Verhaltensweisen einüben. Ich empfehle, wie ich gesagt, dass die ganze Familie am Tisch sitzen, dass die kann dann die Familie beobachten und lernen, wie die anderen essen. Wenn ihr Kind einen Snack oder einen Saft möchte, dann solltest du dies am Tisch geben, am besten nach der Mahlzeit, damit dein Kind hungrig und bereit zum Essen ist. Und wenn es um Routine und Wiederholung geht, gilt langsam und stetig gewinnt das Rennen. Aber es funktioniert, denn Routine gibt Sicherheit, und Sicherheit führt manchmal zur Neugierde. Als nächstes ähnliches Lebensmittel. Oft sind Kinder dann ängstlich, wenn es darum geht, neue Lebensmittel auszuprobieren. Und so habe ich festgestellt, dass es ein guter Anfang ist, ein bekanntes und beliebtes Lebensmittel zu nehmen und es dann ein wenig zu verändern. Ich habe ähnliche Essen erwähnt, aber bei Oji ging es vor allem um die Textur. Nehmen wir zum Beispiel hier ein Diagramm hier. Sie liebt dann Pommes. Also schauen wir uns Kartoffel, und dann ich zeige sie, wie das aussieht, dass sie das anfassen kann, und dann ich kann die Kartoffel in eine andere Art und Weise schneiden. Und voilà, Kartoffelecken. Dann, das schmeckt sehr gut, und nach einer Zeit habe ich dann ihr Kroketten gegeben, und die haben natürlich die knusprige Schale, aber innen drin mehr wie Kartoffelbrei, bis wir schließlich Kartoffelbrei hätten. Und sie mag das Konsistenz nicht so ganz arg, aber sie isst es ohne Angst. Und dann schließlich gibt ein neues, aber verwandtes Lebensmittel, wie Süßkartoffel zum Beispiel, was sie ein gewisses Vertrauen zu Kartoffeln aufgebaut hat, und jetzt da ist keine Angst. Das Gleiche habe ich bei Fleisch gemacht. Ich habe mit Wurst angefangen, dann mit Hühn und dann auch mit Fisch. Auch beim Smoothies habe ich langsam verschiedene Geschmacksrichtungen eingeführt. Und schließlich Ergänzung. Natürlich ist eine Änderung des Essensverhaltens das Ziel, das Endeziel.
Denn wir wollen, dass unsere Kinder neue Essen ausprobieren, aber wir müssen dann abwägen, wir müssen dann gucken, wo liegen unsere Prioritäten, weil für viele extreme wählerische Essen besteht das Ziel für heute einfach darin, sicherzustellen, dass sie genügend Nährstoffe, Vitamine und Minerale bekommen. Daher ist eine Supplementierung sehr, sehr notwendig. In my next video, I'm going to be sharing some supplementation ideas as well as some incredible hacks that has really helped our family to eliminate fear around trying new food. So subscribe so you don't miss out. Now, it was when I realized that food wasn't the enemy, that it was actually a red flag pointing to deeper issues, whether it be satiety, environment, sensory overload. And when I was able to deal with those things step by step, I saw eating habits improve. And I know it's tough, but I encourage you to put one foot in front of the other. And just a final note, I don't have any medical qualifications. I'm just a mom and I'm just a teacher that has been in the ring herself with blood, sweat and tears, tried and failed and tried again. And that's really the heart of what I want to share, is what I've come to learn, the insights I've gained, the information, the research I've done. I'd like to share that and hopefully inspire you to help your puzzle kid find their fit. Until next time, bye.